Ugh. I'm starting to question whether the weeks-long journey was worth it. Travelling all this way, enduring this indignity simply to visit a grave. Even if it is my mother's. That's just Mycroft's nonsense, still rattling around in your head. Try to forget what he said. I have. I believe it was that this is a performative farce, a feeble excuse to avoid responsibilities, and that there was nothing to be gained from it. You needed to do this. Enough of the self-pity. Okay, die ist hier. You're here. Jetzt haben wir einen At Mordfall last. zu klären. I didn't do that. I swear. I found her this way. Well, I did have some questions for her, but it seems I've arrived too late. Now it's a matter for the police. Mr. Holmes, you said it yourself. They're children. They'll only make things worse. You promised me you would invest. Aber das... That was too much fun, Sherry. I'm buzzing. Buzzing. Wasn't it fun? A woman died, John. I was too slow to the truth, too hesitant to intervene. How can you... Oh, lighten up. Those people made their choices. If you swan about with a diamond in your pocket, that's what happens. Wealth is a weakness. So we must blame those who covet it. With enough money on the line, Sherlock, a man will do just about anything. Even murder. And then we get to solve it. I suspect you perhaps cannot grasp the true horrors of mortality, John. Oi, I am aware of my perilous existence, thank you very much. I must admit, even if the outcome of the adventure was imperfect, there was some pleasure to be had in the puzzle. Well, Cordona seems more depraved and decadent than we thought. I bet you'll get another chance. A bet, you say? A figure of speech. Just a figure of speech. Damn. Well, take one last look at the view, then we must be off. It's time to do what we came here for. Das Grab der Mutter besuchen. Aber... So, willkommen zurück bei Sherlock Holmes. Wir haben beim letzten Mal den Mordfall aufgeklärt und müssen jetzt immer noch auf unser Zimmer bzw. zum Grab unserer Mutter. Mal schauen. Wir können... Waren wir doch beim letzten Mal drin. Wir müssen mal kurz zur Rezeption. Irgendwie. Come on, Sherry. Why walk when we ride? Was zuerst... Nee, ich will erst mal zur Rezeption, Watson. Ich will endlich unser Zimmer. Da ist noch keiner. Naja gut, dann fahren wir halt trotzdem erstmal mit der Kutsche auf den Friedhof. A free ride for every hotel visitor. Just tell me where to go. Okay, kostenlos. Gratis. Grüße genau aus den Aramis. Ein Strauß Astern, die Lieblingsblumen meiner Mutter. Mal gucken. Wenn er die jetzt einfach so dabei hat, frage ich mich, woher er sie hat. Is everything alright? If you don't feel up to it, I won't tell anyone. It's just a goodbye, John. It won't be difficult. I've already come to terms with my mother's passing. So you really don't remember? To what do you refer? The funeral. Sherlock, you were distraught. At first,
I thought this visit would dredge up those feelings, but you've been remarkably level. John, I think I was too young to understand. I couldn't fathom why she would leave me. Perhaps that pain is best left forgotten. On the contrary, it's why I'm visiting her grave. To remember her. I thought you wanted to remember, Sherry. Concentrate, and I'm sure it will come back to you. I thought you wanted to remember, Sherry. Concentrate, and I'm sure it will come back to you. So, wie war das jetzt nochmal mit dem Konzentrieren? Müssen wir hier mal gucken, schnell. Konzentration. So. Wunderschöne Musik, aber irgendwie sehe ich da nichts. Woher, Entschuldigung bitte, gucken wir uns den Typen mal ganz genau an. Woher weiß er bitte, dass der gepresste Blumen sammelt? Also ich meine jetzt mal ganz ehrlich, der arbeitet im Garten, Flecken auf der Hose könnte er von überall her haben. Das ist das, was ich an dem Spiel echt kritisieren muss. Es erfordert Schlussfolgerungen, die nicht logisch sind. Das haben sie bei den Vorgängerversionen besser gemacht als bei den Vorgängerspielen. Und da war es alles logisch, man konnte das selbst auch deduzieren. Und es war durchaus möglich, ohne Kommissar Zufall auf die richtige Lösung zu kommen, wenn man sich ein bisschen angestrengt hat. Naja gut, dass der eine Lungenkrankheit leidet, wenn man jetzt Husten hört und er raucht, ja gut, klar. So, das ist auf jeden Fall mal nicht das Grab der Mutter. Das wird dann wahrscheinlich weiter oben hier sein. Ich nehme an, das wird hier oben auch eingeblendet. Und ich denke, am Grab der Mutter muss man sich dann konzentrieren, damit man Erinnerungen vorholt. Apropos Erinnerungen. Wenn ihr Life is Strange noch nicht geschaut habt, dann nix wie ran. Das Ding ist komplett im Kasten und es kommt jeden Sonntag eine neue Folge. Also in dem Sinn, schaut es euch an. Ist wirklich gut geworden. Der Schnitt ist ein bisschen anders als hier, aber macht die Story nicht weniger interessant. Ne? So. Und da auch dieses Thema viel in Pubs unterwegs. Woher? Warum? Die können wir auch nicht ansprechen. Alles ziemlich mies. Aber die können wir vielleicht belauschen. Uns hier in die Ecke stellen. Nee, nicht wirklich. Die babbeln einfach nur und ich weiß nicht, was wir hier machen sollen. Oder gibt es hier irgendwelche Sammelobjekte? Gut, keine Ahnung, was wir hier machen. Gehen wir mal weiter. Also hier ist nichts. Das Einzige, was ich hier eben sehe in der Nähe, wäre hier oben die zwei komischen Kollegen. Hier. Was uns aber überhaupt nicht weiterhilft. Also ich habe keine Ahnung, wie wir hier weiterverfahren sollen. Aber was ist, wenn wir nicht weiter wissen? Wir fragen Watson. Den können wir anquatschen. Don't mind me, sir.
I'm just a loyal servant of my craft. I thought you wanted to remember, Sherry. Concentrate, and I'm sure it will come back to you. I thought you wanted to remember, Sherry. Ja, ich bin konzentriert. Concentrate, and I'm sure it will come back to you. Ich bin konzentriert. Und jetzt? Ah. I thought you wanted to remember, Sherry. Ah. Concentrate, and I'm sure it will come back to you. Alles klar. Sag mir halt immer so dasselbe. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, hier im Dunkeln rumzutappen. Wenn man nicht weiter weiß, linke Hand an linke Wand, wenn der Watson nicht hilft. Gut, da hinten wird nichts sein. Feindselig, okay. Warum? Ich habe ihm noch nichts getan. Zweiraut. Den können wir aber auch mit anquatschen. Das ist jetzt eine ziemliche Sackgasse. Wir haben auch keine Blumen dabei, die erwähnt worden sind. Na, wir laufen jetzt einfach einmal rum. Also die Aufnahme geht jetzt schon wieder 10 Minuten. Ich habe keinen Plan, wie wir hier weiter vorgehen sollen. Der wird mir auch nicht weiterhelfen. Vielleicht muss ich mal konzentriert hinlaufen. Keine Ahnung. Na, gucken wir mal trotzdem in die... Mein imaginärer Freund John bildet sich den ein, deswegen springt er auch immer. Jetzt wird zumindest das ein bisschen klarer. Okay, ja, das ist Erinnerung an die Beerdigung. John fragte mich, ob ich mich an die Beerdigung meiner Mutter erinnere. Das tue ich nicht, aber ich kann versuchen, mir Details wieder ins Gedächtnis zu rufen. Okay, dann machen wir doch mal Hinweis anheften. Mal gucken, was passiert. Excuse me, just one question. Your money doesn't impress me. Mit Geld können Sie bei mir keinen Eindruck schinden. Ja, okay. Aber jetzt können wir hier zumindest mal Fragen stellen. May I ask you something? It's funny when someone like you asks someone like me for help. Okay, da können wir uns auch nicht weiter. Da können wir jetzt einfach mal die Bediensteten fragen. Irgendeiner war doch hier. Und der war unfreundlich, der will uns nicht weiterhelfen. Probieren wir es trotzdem. Can you satisfy my curiosity? I don't want my friends to see me talking to a spoiled money bag. Oh, I am bored. Call me... Neuer Eintrag in Johns Tagebuch. Ach so. When you find the natürlich answer. funktioniert es so nicht.
Ist mir klar. Wir brauchen ja auch nicht jeden Passanten. Das ist verachtend. Wir suchen jetzt mal, da waren welche, die waren uns wohlgesonnen. Das war in der anderen. Auf der anderen Seite. Der hier zum Beispiel. Da können wir jetzt mit hochklettern, oder? Ja. Muss man ganz außen rumlatschen. Da habe ich doch jetzt irgendwas kritzeln gehört. Ah, hier. Mycroft was adamant that we leave for London immediately after the funeral. He never told me why, but I saw how unsettled he was by the long requiem. The service was sparsely attended. Though my parents were buried separately, the pastor said they're united in heaven. I didn't believe him even then. Ja, wenn man zu logisch denkt, wie der Sherlock, ne, dann fällt Glaube schwer. I wanted to see her one last time before the coffin was interred and say how I loved her. The chance never came. I feel rather faint. You're fine, you're fine. It's over now. You remembered everything. It will get easier soon. A pocket watch? It seems familiar, John. Why is it here? Also das ist dann jetzt auch wieder... Also ich finde den Ansatz finde ich interessant, auch wenn es mich als Fan irgendwo nicht abholt, dass sich Sherlock Watson einfach nur einbildet. Es ist mal was Frisches in der ganzen Sherlock Holmes Story, aber jetzt nicht unbedingt das, was mir gefällt. So. Rest in peace, Violet Holmes. Goodbye, Mother. This watch was a gift. My mother's initials are engraved on it. The piece is in good condition. It must have been placed here only recently. So. Die Kerze A wurde candle in a ausgezündet. small puddle of wax. It cannot have been lit for more than half an hour. Is this really how you want to spend this time? This is my mother's pocket watch, John. Who put it here and why? Are you not in the slightest bit interested? So, dann brauchen wir jetzt hier die anderen, den Unbekannten. Genau, Hinweise. So, hier. A man in fashionable shoes stood near the tomb. The size of the prints suggest he is approximately 5.5 feet tall. 5,5 Fuß. You were about to tell me the make and model of tyre, but let me assure you, I do not care.
Ah, well, it was going to be very impressive. Come Genau, on then, das war trail das Fahrrad, continues was ahead. wir schon gesehen haben. Das war das Fahrrad, was wir schon gesehen haben. Das steht nämlich hier drüben. Genau dieses Fahrrad. He mustn't be far away to leave it unattended. A portable easel was kept there. The hospitaller crypts. If memory serves, they're located at the far end of the cemetery around an old tree. Da waren wir auch schon auf der Suche, ne? I hope that inspiration strikes upon visiting these beautiful vaults. At the very least, you'll enjoy the view. Yours, Mercuria. It's stained with oil paint. An artist working in a cemetery? Do you think he'd paint my portrait? Okay. Ja, aber das muss ja jetzt nicht zwingend der Grabbesucher sein, ne? Aber es ist auf jeden Fall der Maler, weil da hinten haben wir eine Staffelei gesehen. Genau, und jetzt steht er nämlich da. Oh, it's that ridiculous artist from the hotel. Be nice, Sherry. Make friends. Mr. Holmes, did you come for another portrait? No, I jest. You gave quite the performance last night. The hotel was abuzz with your name. I must say I was rather absorbed in it all. The fallibility of men. Such scandal. It was a welcome distraction. Oh, my manners. I am Werner Vogel, art enthusiast and gallery proprietor. Mr. Vogel, I was perhaps too curt when last we spoke. Speak no more of it. Travel takes it out of any man, never mind when this is your destination. Once I learned who you were, the pieces fell into place. Your mother was well liked on Codona in her time here. I was sorry to hear of her passing. Wir sprechen immer direkt darauf an. How did you come to possess my mother's pocket watch? Oh my! It is quite something to witness those powers of deduction firsthand. Yes, I left you her timepiece. After her death, there was an estate sale. All of Cordona's elite picking of her remains. I couldn't let such a lovely thing go to those vultures. When I learned your name, I could no longer keep the watch in good conscience. It is yours by right, and I knew you'd find it here. Thank you. I'd forgotten all about it, but the moment I saw it, I knew it was hers. Amazing what the young mind forgets and the older can recall. Rather odd, loitering in a cemetery. I suspect you'll win, but I'm here for my art. There's beauty everywhere if you look, even in decay. A little darkness brings out the light. Now, a diligent observer might note that you too are loitering in a cemetery. What brings you here? Closure answers penance? Closure, I suppose. And what is closure? Mere proximity? Understanding. Acceptance. You didn't understand from afar. You had to come here to accept the truth of her death? Of course I understand. She died of consumption, drowning in her own blood. Your mother? Yes, my mother. I must have been misinformed. I'd heard otherwise. Otherwise than consumption? No, you'd know better than I. I'd heard talk of a police investigation, but Cordona is a notorious gossip. And what does it matter? She's passed on either way. She has. Well, I shall intrude no longer. I'll leave you to your closure. Do stop by the gallery if your travels permit. Farewell. Sehr Are you all seltsam. right, Sherry? Take as long as you need. Whatever I need, it isn't here. We should explore Cordona. Perhaps there are archives that may shed further light. Also, dann schauen wir mal.
Genau, also Werner Vogel hat die Taschenuhr gehabt, weil er sie sich gesichert hat bei der Haushaltsauflösung. Und angeblich wurde im Todesfall unsere Mutter ermittelt, was bei Tuberkulose nicht passiert wäre. Jetzt ist die Frage, Gedankenspiele können wir hier nicht machen. So, wo könnten wir eher fertig werden? Rathaus oder in der Polizeiwache oder in der Presse? Ja, es muss auf jeden Fall, wenn die Polizei ermittelt hat, muss es einen Polizeibericht geben. Also denke ich dann, wenn, dann bei der Polizei, aber es steht hier, wir sollen drüber nachdenken. He's odd, Sherry. Even odder than I. Du bist imaginär. Können wir hier noch irgendwas visualisieren? Außer den Guten, der immer raussticht. So. Also ich würde sagen, wir gehen zuerst mal zum Polizeirevier. Also in die Polizeiarchive. Und ja, ich renne wie ein Gestörter auf einem Friedhof rum. Aber es ist nur ein Spiel. Würde ich im echten Leben natürlich niemals machen. Okay, was ist hier los? Was macht der komische Mensch? Der bettelt. Das ist ein Bedürftiger. So. Hatten wir nicht eine Kutsche? Wir hatten noch eine Kutsche. Dann nehmen wir halt die Kutsche. So. Und jetzt können wir uns auch hier in der ganzen Stadt bewegen. Und es ist tatsächlich ein bisschen größer. Also wir haben da scheinbar wirklich was vor uns. Händlergasse. Ah, und es zeigt also hier den Friedhof an. Okay. Polizeiwache. Da wollen wir hin, oder? Können wir dann nicht uns hinfahren lassen? Eieiei. Dann machen wir halt hier mal eine Kompassmarkierung. Dann müssen wir jetzt hier hinlaufen. Können wir zu anderen Punkten? Können wir uns da hinfahren lassen zu anderen Punkten? Da bin ich ja gerade am Friedhof. Wo ist denn das Hotel? Markt. Silverton. Das ist Galadio. Rathaus. Markt. Das müsste das Hotel sein, oder? Anquatschen? Nee. Okay, offensichtlich können wir da nicht hinfahren, sondern müssen laufen. Naja, dann machen wir das jetzt auch mal. Und ich wette dabei, nimmt die Story ein bisschen Fahrt auf. Weil wir jetzt irgendwie überfallen werden oder so. Gibt's hier eigentlich eine Karte? Ja, gibt's. Gibt's. Genau, hier weiter. Neue Schnellreisepunkte. Ah, okay. Das sind also scheinbar
Diese Sterne sind die Schnellreisepunkte. Da können wir uns zumindest dann immer in die Nähe beamen. Genau, Space gedrückt halten, alles klar. Okay. Extra! Extra! Look at what you've done! Criminal Luca Galici, posing as a medium, confesses to the strangulation of a noblewoman. The cheapest news on the island. Ja. Thank you. Die kaufen wir zumindest. Wenn es nur ein... Was ist das eigentlich? Ein Dollar kostet? Pfund? Pfund ist es nicht. Egal. Ein Geld. Ist eigentlich wurscht, wie man es bezeichnet. So, nochmal... Was? Tagebuch? Konsequenzen. Was haben sie getan? Ah, okay. Das wird dann also eingetragen. Okay, Karte. Ne, zurück und die Harbour Avenue weiter vor. Mir fehlt hier so eine Minimap. So, die Straße nach vorne und hoffen, dass die Polizei überhaupt mit uns reden will. Sind wir da? Mama, sind wir da? Genau. Passt. Ja, das sieht doch nach Polizei aus. Could you help me? A solid Okay, question, that's sir, but I don't have the answer. Achso, wir sollten vielleicht mal... Jetzt habe ich es ganz rausgezerrt. Also das ist echt noch ein bisschen hakelig. May I ask you something? A solid question, sir, but I don't have the answer. Achso. Der kann uns dann nicht weiterhelfen. Polizei, genau. Dann gehen wir doch einmal rein. Und kicken mal, ob da uns jemand Auskunft geben kann. Can I ask you a question? I'm not in the mood to talk to moneybags. Stark do this, Stark do that. I'm not a clerk, damn it. How am I supposed to get those records now? Yes? What is it? Would you like to report a crime? No, I wouldn't. My name is Sherlock Holmes. I want to use the police archives. Wouldn't we all? I'm serious. So am I. Officer Logan locked himself inside and he's not letting anyone in. What happened exactly? A tailoress from Scaladio's been robbed. Logan spent 2 whole days at the shop sketching the thief and she still insists that it's all wrong. That shrew drove him up the wall, she did. Would you mind if I talk to this tailoress? I could get you the sketch in no time. Get off your high horse, mister. You think you're better than our sketch artist? Actually, I'm quite certain I am. Yeah. Let me prove it. Well, I see no harm in it, as long as it gets Logan out of there. In fact, I need to look up some records too. Here's the address. Good luck. Okay. Dann probieren wir doch uns mal am Phantombild zeichnen. Aber wenn es jemand besser kann, dann Sherlock Holmes. So. Da ist auf jeden Fall eine Kutsche, vielleicht können wir uns die klauen. So, wo? Das ist der Code da mit Chronicle. Also erstmal können wir natürlich jetzt hier die
Kompassmarkierung aufheben. So, die brauchen wir nicht mehr. Fallmappe. Also Verkleidungskünstler ist unser nächster Fall. An der Kreuzung Knights Road und Trinity Way in Scaladio. Das Spiel hält uns also nicht für blöd. Also hier sind wir richtig. So, jetzt müssen wir mal schauen. Knights Road. Das ist die Knights Road. Und Trinity Way, das wäre also dann hier, denke ich. Nochmal nachgucken. Knights Road und Trinity Way, genau. Okay, ja gut, dann gehen wir da mal runter. Und schauen wir, ob wir aus der Schneiderin was rauskriegen. Ne? Das sieht doch so aus. Mrs. Nees Schneiderei. Okay. Und wo genau? Oh, wir stehen davor. Da hier, genau. Gut. I'm pleased to meet you, Ma'am. My name is Sherlock Holmes. I'm here to sketch the thief for the police investigation. Oh, another one. I hope you'll be more patient than the previous sketches, signore. I suggest we do it differently. You have a great many clothes here, haven't you? Why, of course, but they're not for sale. I only do tailoring and mending. No matter. I'll attempt to disguise myself as the thief, and you'll tell me if I get it right. As you wish, Signor Holmes. Can you describe the thief for me? He was all ugly and beat-up looking. An utter rascal if ever I'd seen one. He gave me a nasty look from behind his glasses and then made himself scarce. And that's it? Could you be more specific? He was a total villain, I told you. How much more specific do you want me to be? All right, never mind. Where can I find the clothes? Ganove They're in ist my auch workshop voll der at the back. Stereotyp, Be ne? careful, won't you? Okay, also viel rauskriegen tun wir nicht aus ihr. Aber immerhin dürfen wir uns verkleiden. Da kam jetzt Staub von der Decke. Das deutet eigentlich darauf hin, dass da jemand oben ist. Also. Garderobenbildschirm ändern, okay. Garderobenobjekte. Gucken wir mal, was wir hier noch alles kriegen. Je mehr wir zur Auswahl haben, desto besser. Ja, noch mehr Garderobenobjekte, jawohl. Sammelsurium an Hüten. Verkleidungen spielen in den Fällen von Sherlock Holmes eine ganz wichtige What can I do Rolle. for you, Sherlock? Und was sagst du, alter Knabe? What can I do for you, Sherlock? Oh, look at this old chap putting on airs like some nix. Italian doge. Why don't you disguise yourself as him instead? We have a job to do, John. Oh, come on, at least do so him verkleiden wir uns first. nicht. Wollen wir ihm den Gefallen tun? Also, schauen wir mal. Also das ist unser normaler Anzug. Polizist, weißer Anzug, Bandit, das ist ein hässlicher beiger Anzug. Wir tun ihm mal den Gefallen. So, das ist beige und blau so ein bisschen. Das könnte also dann das hier sein. Ach nee, hier müssen wir... Gut. Der andere den Zylinder, oder? Ja. Gut. Der andere hatte keine Brille.
So könnte der andere ausgesehen haben. Ah, und hier können wir John anpassen. Okay. Na, bis auf die Fliege. Der hat eine What can I do Fliege, for wir you, haben eine Sherlock? Krawatte. What can I do for you, Sherlock? What can I do for you, Mal Sherlock? angucken. Nee. Ach, das war's jetzt, oder was? Okay. Ich habe gedacht, da ist noch irgendwas. Wenn wir uns möglichst ähnlich verkleiden wie der Typ. Habe ich gedacht, passiert was. Okay. Dann back to basic. Beziehungsweise back to topic. Ah. Vielleicht habe ich es nur noch nicht richtig gemacht. What can I do for you, Sherlock? Gibt's hier einen Spiegel? Vielleicht müssen wir mit der Alten reden in dem Uncle Kostüm. Giovanni? Oh, signore, you look exactly like my uncle. He's the grandson of the Doge of Venice, you know. I knew you reminded me of someone. You are as alike as two peas. Perhaps you have some royal blood in you too. That is flattering, I suppose, but I sincerely doubt it, Mum. I told you he's a Doge. Now that's a deduction. He's not an actual Doge. Er gibt uns If you manchmal so say so, my Herausforderungen. lord, the Schön. Doge. Er gibt uns manchmal Herausforderungen und wir müssen sie lösen. Okay, das ist wirklich cool gemacht. Das macht Spaß. Das geht. Beschreibung des Diebes. Genau, ein wahrer Verkleidungskünstler. Ja, haben wir geschafft. Gut. Also, niederträchtiger Halunke ausgesehen haben, ramponiert aussehen und eine Brille getragen haben. Okay, dann probieren wir es mal. Outfit können wir hier nicht wechseln. Na gut, dann gehen wir hier runter. Da können wir es auf jeden Fall. Also, er hat mit Sicherheit so Banditenklamotten an. Banditen, ja, Bowler passt. Er hatte eine Brille. Das Hunde muss das eckige. Ich würde sagen, der hat irgendwie so eine mit einer anderen Fassung. Mit keiner Fassung. Vom Bart hat sie nichts gesagt, aber genauso hat sie nichts übers Alter gesagt. Ne? Also sie hat gesagt, er hat ramponiert ausgeschaut. Ah, und hier sieht man dann quasi, wie nahe wir dran sind an einen anderen. Ne? Jetzt gucken wir mal, ob das noch besser geht. Probieren wir es mal so, vielleicht ist er das. He did wear glasses, but not like those. His were angular and evil looking. All right, I'll try another pair. Okay, gut. Sie kritisiert nur die Brille. Das ist doch in Ordnung. Dann wechseln wir die Brille. Die ist eckig, jawohl. Your face is too innocent now. Die eckige Brille What hat do you ihn mean, too innocent? There was unheilvoll something dringend evil about aussehen his face. lassen. Like a mustache. Yes, the kind that all villains twirl as they plot their evil plans. I'd say that not all villains wear moustaches, but I get your point, Mom. Also, Bart ändern, Garderobe, Bart ändern. Und er hat einen gezwirbelten. Das ist aber kein gezwirbelter. Und das sind eher so Backenbärte. Aber gut, machen wir jetzt mal den hier. No, those clothes are wrong. He was dressed in a very fancy beige suit. Must have stolen it from someone. No doubt about it. All right, I've got it. Ja gut, tasten wir uns halt noch an. Also, beiger Anzug. Modisch. Das ist weißer Anzug. Hässlicher beiger Anzug. Naja, gut. Ah, Auf it's you. geht's. I mean, it's him. It's him. Excellent. Now I can make a sketch and take it to the police. Yes, sir. Please do. That rascal is still on the loose. I hope they are better at catching than sketching.
Before I go, Mum, are you quite certain that you don't have any clothes to sell? Well, I suppose you can take the police uniform. An officer forgot it here years ago, and I don't have any use for it. If you want to buy clothes, visit the outfitters. You can find them all over Codorna. I hear they even do free rentals now. Let me show you where the nearest one is. Thank you very much. Ah, okay, wir können die Kleidung kaufen oder leihen. Sehr cool. So, wir haben alle Hinweise erhalten. Und jetzt müssen wir in die Fallmappe schnell schauen. Phantombild haben wir, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder zurück zur Polizeistation. Denn eigentlich war jetzt genau das unser Fall. Also, dass wir das Phantombild zeichnen müssen. Aber so wie ich das kenne, geht es jetzt einfach weiter. Und wir werden den ganzen Fall aufklären müssen, weil sich die Polizei zu dämlich anstellt. Okay. Und das Stück laufen. Teleportieren wir nicht. Hello again, officer. I've spoken to the tailoress and made a sketch of the thief. It was child's play. No, really? And she didn't give you any trouble? No, no trouble at all. She was quite tolerable. Huh. Who would have thought? Hey, Logan, we've got the sketch. Come on out. Can I use the archives now? Well, they're generally not accessible to the public. But you really helped us out, so I'll just turn a blind eye. I appreciate it, officer. What did you say your name was? Holmes? Come and see me after you're done. I may have a proposition for you, Mr. Holmes. Na, das werden wir doch tun. Ah, und 20 Pfund, was auch immer, haben wir bekommen. So, jetzt wo ist das Archiv? Hier? Er hat einfach nur gerufen, komm raus. Das ist definitiv nicht das Archiv. Ah, hier. Wer lesen kann, ist besser dran. Ne? Das ist eine Menge durchzusehen. Ah, aber vielleicht... Aufgeschlossen, trägt unbequeme Schuhe. Naja, gut. Vielleicht kann die uns helfen, wenn wir Fallmappe das Ding wieder anpinnen. Hatten wir das schon dran? Hinweis an. Excuse me, just one question. I'd tell you if I knew, but unfortunately, I don't. Du hättest uns doch sagen können, wo das Zeug zu finden ist, oder habe ich das Falsche angeheftet? Beerdigung, Fotograf, Winkelvision, Tisch für den Abend, Treffen mit dem Medium. Nö, okay, dann müssen wir es wirklich selbst suchen. Ah, gucken wir nochmal hier. Also, die Polizei hat ermittelt. Ermitteln tut die Polizei eigentlich nur wegen Verbrechen. Gewaltdelikte, Bagatelldelikte, Beschwerden, okay, gehen wir weiter. Verdächtige Zeugen, Opfer, Polizei, Tatwerkzeuge, Dokumente, Beschlagnahmung des Vorgehensweise, Stadtteile. Na gut, das wissen wir nicht, also gehen wir mal von Gewaltdelikt aus. Drei Suchkriterien. Opfer. Das Opfer kennen wir auf jeden Fall. Also Stadtteil, unserer, das wissen wir zumindest.
einen Hinweis und 3 Suchkriterien. Ja toll, und da können wir nichts machen oder was? Hinweise wählen. Suchen wir mal. Verschwundene Polizeiakte. Im Archiv fand ich nichts weiter als einen leeren Ordner mit der Aufschrift Fall Violet Holmes. Naja, haben wir doch. Keinerlei Dokumente. Doch die Akten waren dann irgendwann verschwunden. Okay. Panikattacke. John, I just recalled that we were living here on Cordona in a manor. And there was a policeman. Really? What else do you remember? What happened to our mother? The memory was vague, a mere flash. I have to find our house. Absolutely. Let's do it. Und bleibt oben sitzen. Okay, Gedankenspiele. Gucken wir weiter. Achso, das können wir nicht kombinieren. Gut, Fallmappe, was haben wir hier? Verschiedene Erinnerungen auf, die einen Polizisten vor unserem Herrenhaus. Aber warum war er dort gewesen? Stonewood Manor muss sich in Grand Surrey befinden. Ich hatte auch bruchstückhafte Erinnerungen an eine Brücke und eine Kirche auf einem Hügel. Das Herrenhaus muss dort irgendwo in der Nähe sein. Gut, jetzt gehen wir erstmal nochmal zu dem Polizisten vorne am Empfang. Weil der Gute hat gesagt, er hat was für uns. Könnte noch ein Fall werden. I'm done with the archives for now. Can I help you with anything else? As a matter of fact, you can. The thing is, our chief inspector has vanished, as if we weren't undermanned enough as it is. Wait, what do you mean, vanished? Gone missing on a case. Shady business, but that's besides the point. See that board? Pending cases are posted there for any available officers to investigate. I would take them myself, except that I've been told to work the reception desk, like some clerk. Yes, we're that short-handed. I understand your predicament, but what does any of it have to do with me? I may be available, but I'm certainly not an officer. Oh, don't worry about it. Consider yourself a temporary one-man independent police force. That's a bit of a mouthful. There's just one small, minor basic formality. You'll need to complete our physical training course. Easy. Well, I'm not one to balk at a spot of exercise. What must I do? That's the spirit. Sergeant Ermy will show you the ropes. Follow me. Okay, also müssen wir jetzt auch noch Sport treiben. Das wollte ich heute eigentlich nicht mehr machen. So, you're a newcomer. Auf geht's. We must be desperate to ask untrained civilians for help. You're lucky to have a well-trained civilian with a brand new auto pistol in his arsenal. An automatic? A bit of a braggart, aren't you? Are you trying to test me already? That is why you're here, boy. I need to verify your skills before I can allow you to catch criminals. The first targets are in the next room. You know what to do with them. I'll join you in a while to see the results. Okay. Concentrate, Sherry. You need to hit every target to show the sergeant how we do it. Also zum Zielen rechte Maustaste und zum Feuern linke Maustaste. Zack, 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 Hooray! zack. Proceed to the next room. Meanwhile, I'll fill out the paperwork. Come on, Sherry. It's just like in childhood.
Okay, also wir können uns hier zumindest abrollen. Sehr schön. Und dann? Ach so. Steady, Sherry. Steady. And go. My favourite mannequins for attack. Gut, Let's das ist strike them alles. ninja style. Aim for where you might take advantage and don't forget the environment. I could do this all day. Please don't, Sherry. We don't have that much time. Let's move on. Our enemies might be stronger than us, but we rely on our wits. Hallo. Shoot off their armour. Helme müssen als letztes weggeschlossen werden. Ja. Super. Hooray! Alright, let's move on, Und Sherry. jetzt den hier. Okay. If you stand here and So, use your snuff nächste. box on them, you can definitely overcome them, Sherry. It's all calculated. Look at that helmet of his. You won't be able to get the powder past it. Helpful advice, John. I would never have guessed. Good job, new boy. Muss immer erst die Well, Panzer I'm rum- almost finished with the paperwork. Okay, Let's also talk about hier. your results. Zack. Well, Geht nicht I must mehr, say okay. your results aren't as bad as I Ja. feared. Perhaps you're not completely hopeless, but true combat is quite different from shooting stationary targets. I'll handle it just as easily. Well, that's what we're going to find out. Now, we'll test you against our men. Your task is to detain them, not to kill them. So don't go shooting anyone in the eye. That goes for in the field as well. Even though you'll be working with the police department, that doesn't mean you have a license to kill. Here, take these. They are blank rounds. So, are you ready? Always ready. Then let's get cracking. Dann auf geht's. Worried? Not at all. I can hit them all with one shot. Good luck, Sherry, and remember, the surroundings are your playground. Okay, wie viel müssen wir? I'm coming. Oh, you killed him! Was? Ich habe ihn getötet? Gar nicht. Ich habe ihm in die Kniescheiben geschossen. You could have injured the poor fella. I can't allow you to carry a gun if you'll only use it to kill. Your task is to detain. Don't forget that. Once again, without the brutal Okay. shootout this time. Let's start over, boys. Okay. Dann halt nochmal. Ich weiß schon, warum ich keine Schießeisen mag. Also ich mag die wirklich gar nicht. Also absolut gar nicht. Ich weiß auch nicht genau, warum ich GTA mag. Weil da geht's um Schießeisen. I'm coming. Nee, tust du nicht. So, und jetzt muss ich ihn festnehmen. I'm coming for you. Okay. It won't work this way. I couldn't miss the party. Also nicht gut. I'm coming. Aber erst muss sagen. Okay, also die Taste ist auch. Nee. Overcome him, don't rush.
I'm coming for you. Too simple. I'm coming for you. Dann kann ich ihn jetzt festnehmen. Hallo? Oh, der ist ordentlich Bums da. Okay. Snuff's ready. Was passiert, wenn ich Lampen schießt? Gar nichts erstmal. Wie kriege ich denn den hier? Weaken him first. I couldn't miss the party. Ja, ich hab ihn gerade. Hello there. Take a rest. Give him the pepper snuff. Not that easy. Overcome him, don't... I couldn't miss the party. Okay, der... You can overcome... Don't bother moving. You've lost. Okay, den hätten wir auch. Enough. You've proved yourself. Congratulations on the arrests. I can't believe you did so well with the close combat. I did tell you that I'm well trained. Well, do the same on the street, and you'll be well rewarded for every arrest you make. Ja, gut, Here war das jetzt is your certificate. You are now an authorized crime scene consultant. Well, it's now your duty to make this city a safer place. Cordona won't ever forget it, but at the same time, it will never remember. I'll tell Stark all the necessary details about your successful certification. Congratulations. Okay, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Now you're a certified crime Für scene den consultant. Moment. Congratulations. Thank you, my friend. Now, shall we head for Beenden Stonewood wir die Manor? Aufnahme. Don't know. Und You have the whole island to ich investigate. It's vermute all mal, up das to wird you. jetzt ein ewiges Hinterherrennen nach Geld. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock drauf habt. Wir werden dann erstmal jetzt die Hinweise nach unserer Mutter ein bisschen weiter verfolgen. Und ihr schreibt in die Kommentare, ob ich wirklich die ganze Verbrecherjagden aufnehmen soll. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Macht's gut.